Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Polizeihunde, das sind wahre Allrounder. Sie unterstützen beim Zugriff, spüren Drogen oder Sprengstoff auf, helfen bei der Personensuche und leisten noch vieles, vieles mehr. Heute möchte ich Sie gerne auf eine Reise rund um den Globus mitnehmen, um die Polizeihunderassen von 70 verschiedenen Ländern, aufgeteilt auf alle 5 Kontinente, vorzustellen. Dabei werden Sie Rassen sehen, die heute noch im Einsatz sind und einige, die es nicht mehr sind. Ganz wichtig. Ja, weil sie gewisse Anforderungen nicht mehr erfüllen können, sei es charakterlich, gesundheitlich oder aufgrund von fehlender Wetterhärte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem Video. Also bis gleich. Ja, ich habe auch persönliche Erfahrungen mit Polizeihunden gemacht. Nein, nicht diese Art der Erfahrung, wie man vielleicht vermuten möchte, wenn ich das sage, zum Glück nicht. In den späten 80ern bestritt unser Hundeclub ein Vergleichsturnier gegen die Polizeihundestaffel von Wien-Strebersdorf. Das habe ich schon mal in einem meiner vergangenen Videos erzählt, in welchem wir die 2- und 4-beinigen Uniformierten fürchterlich von der Platte putzten damals. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, das waren damals ausnahmslos deutsche Schäferhunde, die gegen uns angetreten sind. Extrem tolle Hunde waren das. Alle kernig und mit Trieb nach vorne. Doch wir merkten bald, dass die charakterlich in etwas andere Richtung forciert wurden als der typische Sporthund. Ich möchte das so sagen. Mit den meisten von diesen Polizeihunden hätte die Problemwegstreichler-Fraktion weniger Freude gehabt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Besonders bei der Schutzarbeit ist uns aufgefallen, dass die zwar alle gebissen haben wie Krokodile, aber auch genauso wie diese nichts vom Kommando aus gehalten haben. Also der Großteil der Polizeihunde, die damals bei diesem Turnier an den Start gegangen sind, die hatten ein Problem mit dem Ablassen auf Kommando. Als ich dann einen der Polizisten darauf ansprach und fragte, sag mal, was ist los mit euren Granaten? Keiner von denen lässt auf Kommando aus. Meinte der Herr Inspektor knurrend in meine Richtung, beißen müssen Sie, das ist wichtig. Auslassen werden Sie schon irgendwann mal. Das ist eine wahre Geschichte. Ich habe viele Zeugen, die waren da dabei. Ich glaube, es war 2007, 2006 oder 2007 war es. Da war ich in meinem Dojo trainieren, als ein neues Mitglied dort eintrat. Ein Hühne, ein riesiger Mann, den ich fürs Erste nicht weiter betrachtete. Während des Trainings kam der plötzlich zu mir und sagte, Ronny. Ich sah zu ihm hinauf und sagte, Martin? Und fand mich kurz danach in Umarmung dieses Hühnern und einem Kuss auf meinem Kopf bekommend wieder. Ein alter Schulfreund war das, den ich nicht gleich erkannt habe, aber eher mich. Wir sind nicht in dieselbe Klasse gegangen, aber in dieselbe Schule. Und nach der 4. Klasse Hauptschule habe ich ihn aus den Augen verloren. Der war immer recht schmächtig und etwas
kleiner als ich und plötzlich stand er vor mir als 2 Meter Kasten. Das kann ich Ihnen sagen. Ja, das ist irre, wie spät manche Menschen anschieben. Ne? Habe ihn gefragt, Alter, was haben sie dir zu essen gegeben? Ja? Und was er in seinem Leben jetzt so tut, er sei Diensthundeführer bei der Polizei und ist mit einem Malinois unterwegs, hörte ich. Und was soll ich Ihnen sagen? Da war meine Freude gleich doppelt so groß. Können sich die meisten von Ihnen vorstellen. Ja? Du Verbrecher bist jetzt der Kiewerer. Kiewerer, Spitzname für die Bullen, für die Polizei, für die Cops in Österreich. Ja? Habe ich ihn gefragt, aber Sie wissen schon, ja, Spaßgeschichte. Wie es in Österreich so üblich ist, lebte sein Diensthund bei ihm zu Hause und etwa 2 Wochen nach unserem Wiedersehen im Dojo war er privat mit seinem Hund und mit mir etwa 2 Stunden auf der Donauinsel unterwegs. Klare Sache, habe ich mir nicht nehmen lassen, da waren wir spazieren. Da haben wir uns über viele Dinge unterhalten und natürlich kam auch das Thema Polizeihund nicht zu kurz, das können Sie sich vorstellen. Ja. Sein Rüde, ein wunderschöner Hund, war mir gegenüber reserviert, aber nicht unfreundlich. Aber das war ein ausgesprochen kerniger Hund, der sehr dominant auftretend war. Ja. Und Martin musste immer sehr fokussiert sein, wenn sich dieser Malinois mehr als 20 Meter von uns wegbewegte. Ein Polizeidiensthund eben, ist nun mal so. Es ist in vielen Ländern so, dass Polizeidiensthunde im privaten Haushalt leben. Das hat ja viele Vorteile für Hund und Hundeführer. Allerdings gibt es auch spezielle Einrichtungen, wo vierbeinige K9-Einheiten untergebracht werden. Das kommt immer auf die jeweiligen Länder und Polizeibehörden an. Ne? Aber wie schon zu Beginn gesagt, haben Polizeidiensthunde ja viele verschiedene Aufgaben zu erfüllen und stellen nicht immer nur die nach vorne marschierenden Granaten dar. Nein. Bei der Polizei kommen auch Hunde zum Einsatz, welche eher als sanft bekannt sind. Als Spürhunde zum Beispiel. Auch sehr kleine Hunde, die als Polizeidiensthunde für die Trümmersuche eingesetzt werden. Außerdem möchte ich betonen, dass es auch Diensthunde gibt, welche ausnahmslos beim Militär, aber nicht bei der Polizei zum Einsatz kommen. Der kaukasische Ovtcharka oder der Alabei wären da ein Beispiel. Diese Hunde sehen Sie im heutigen Video nicht. Außerdem ist zu beachten, dass es in manchen Ländern auch andere Hunderassen geben kann, die seltener, aber dennoch im Polizeidienst eingesetzt werden. Die Hunderassen, die ich Ihnen hier und heute präsentiere, sind diejenigen, die am häufigsten und typischerweise heute sowie in der Vergangenheit zum Einsatz gekommen sind. Und jetzt würde ich sagen, legen wir endlich los. Also, los geht's.
Nun, ich hoffe, das war so halbwegs interessant für den einen oder anderen und ich bin mir auch sicher, dass Sie die meisten dieser Hunde als Polizeidiensthunde erwartet haben. Mit Sicherheit waren aber auch einige dabei, die Sie nicht erwartet haben. Ja, toll sind Sie alle. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.